Watchlist. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind's. Mona und Marcel. alias Mona Sonnenprime und Marcel, please. Welcome to our podcast. ja, es ist ein Podcast, der sich um Serien dreht und rund um das Serienuniversum einer jeweiligen Serie, weil ich nämlich keine Serien gucke, dafür aber du, Marcel. Ich gucke viele Serien. Und außerdem ist Marcel Synchronsprecher, deswegen kennst du auch so viel Serien in- und auswendig. Das stimmt. Und bevor sie ausgestrahlt werden und auch noch Comedian, weil du lustig bist. Hahaha, was haben die Leute schon gelacht über mich? Ja, es ist mit dir. Ja. Und an dieser Stelle ist es mal wieder Zeit für Shoutouts. Ich habe 2 davon. Eine in der Podcast-App, also von iTunes, da ist diese vorinstallierte Podcast-App. Daran glaube ich Die nicht. ist so lila, violett ist die und da hat geschrieben, Punkt. Ach, seid ihr knuffelig. Und knuffelig finde ich einfach ein tolles, also das ist ja so toll. Knuffig kenne ich, aber knuffelig? Ich glaube, das haben wir schon vorgelesen. Ich glaube nicht. Ganz toll. Danke für den super Podcast, weil knuffelig wäre mir in Erinnerung geblieben. Du sehr gerne, jederzeit. Und noch eins. Short Tory, wie Short Story, nur so, hat uns geteilt in ihrer Instagram-Story, was ja immer super ist, weil dann kann man dann quasi, wenn du vorm Handy sitzt, links oben kann man dann klicken und kommt quasi direkt auf Spotify auf die Folge. Und das finde ich ja immer, also was da heutzutage möglich ist mit der Technik, das ist falsch. Und da hat Wenn sie man geschrieben, WLAN hat. wenn man WLAN hat. Neuer Lieblingspodcast, Herzaugen, Smiley und so. Oh. Geht nicht nur um Serien, sondern auch um Ratschläge, die jeder in seinem Leben braucht. Und dann so Applaus-Smiley. Siehst du? Den Applaus nehmen wir sehr gerne an. Vielen Dank. Und unsere Namen sind ja ein Wortspiel und ich habe noch gar nicht gesagt, von was dies präsentiert werden. Ist uns noch nie passiert. Erstes Mal, ihr seid dabei. Los geht's. Wir sind Marcel Flix und Mona Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Dampf, das heiße Wasser für den ganzen Raum. Um was geht's denn heute, Marcel? Um welche Serie? Heute sprechen wir über eine Serie. Die habe ich jetzt geguckt. Und sie heißt Working Moms. Arbeitende Mütter. Die läuft jetzt. Und es ist eine TV-Serie aus Kanada. Und die läuft seit 2017 schon auf CBC. Das ist so ein kanadischer Fernsehsender. Und die stammt aus der Feder der Hauptdarstellerin von Catherine Reitman. Und sie ist einfach nur toll. Working Moms, es geht um arbeitende Mütter. Der Titel gibt es ein wenig vor. Und ich muss mal sagen, um was es hier geht. Ich habe hier eine Zusammenfassung. Also, man halte sich nun fest. Also, der Titel macht ja wenige Geheimnisse drum. Um Working Moms geht um arbeitende Mütter und 4 Mamas, die sich aus so einer Baby-Gruppe kennen, so Krabbelgruppe, ja. P-Kip oder was weiß ich. Und die sind, sage ich mal, anders als sonst, denn zur Abwechslung sind es keine verzweifelten amerikanischen Hausfrauen, sondern verzweifelte kanadische. Mit Kind und Job, die alles so, also versuchen so, auf die Reihe zu kriegen. Wie halt jede Mutter versucht, alles auf die Reihe zu kriegen, aber wir wissen alle auch von unseren Müttern, das Gefühl wird man nie erreichen, dass man alle zufriedenstellt. Aber dann läuft man halt dieser Möhre, die an einem Stab hängt, hinterher. So. Und diese Mütter sind mit letzter Kraft wirklich entnervt am Kinderwagen schieben, sich nicht klein kriegen lassen und donnern den Kofferraum mit Wut dann auch zu. Und es gibt eine, das ist die Kate, das ist die Hauptdarstellerin, die ist Werberin, also in einer Werbeagentur. Und noch schön mit Muttermilch auf der feinen Bluse in Meetings. Da sitzt sie dann, Und das Ergebnis davon ist, dass die Leute denken, sie sei ein bisschen verrückt. Aber sie findet, sie ist immer noch on top of her game, wie die Werber sagen. Sie wurde auch so on top of her game schwanger. Also sozusagen mitten, wo es gerade gut lief. Ja. Also zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Und dann gibt's ihre beste Freundin oder sehr gute Freundin, die ist Psychologin Anne. Und wir wissen auch aus allen vorherigen Serien, die Psychologen haben
bekommen den größten Schaden. Und Anne ist so eine, die ist so, wie nennt sich das auf Englisch, heißt uptight, auf Deutsch heißt es einfach so eine, die den Knopf bis oben hinzu hat und die immer so angespannt ist und die so passiv-aggressiv ist und so. Die ist großartig, die hat rote Haare und einfach eine lustige Frisur, wie ich finde. Das ist so, man würde denken, sie ist das wilde Party-Girl, aber nein, sie ist einfach uptight. Und die ist jetzt mit dem 3. Kind schwanger, obwohl sie schon, ihr zweites kann noch nicht mal sitzen. Und die IT-lerin Jenny gibt's auch noch. Die will gar nicht zurück zur Arbeit, muss aber. Und das ist witzig, weil die treffen sich in diesem Kreis und die eine sagt, oh mein Gott, ich muss zurück zur Arbeit. Ja. Ich habe so keinen Bock. Ich krieg, glaube ich, noch ein Kind. Ich krieg schnell noch ein Kind, dann muss ich nicht mehr. Und die ist so die neurotischste von allen, finde ich. Die hat einen Lockenkopf, die ist so ein bisschen so ein Freigeist, aber IT-lerin auf der anderen Seite. Und die finde ich lustig, weil die ist in einer lesbischen Beziehung mit ihrer, wie soll ich das sagen, mit ihrer schwarzen Freundin, die aus einer ganz anderen Welt kommt, starker afrikanischer Akzent, was super witzig ist, weil man würde denken, was, die sind ein Paar, die sind lesbisch, witzig. Ja. Und dann ist es ein interessantes Familienkonstrukt. Und die versuchen halt irgendwie alles rauszuholen, was geht. Und gerade Frankie setzt sich total unter Druck. Nee, jetzt habe ich es verwechselt. Jetzt soweit bin ich schon. Jenny ist die IT-lerin, Frankie ist die ich gerade beschrieben habe. Oh Gott, die heißen alle so gleich. Ja, auf jeden Fall, das ist die 4. im Bunde. Und die, wie soll ich sagen, die hat so ein bisschen, wie heißt das, postnatale Depression. Ja. Und, hat dann auch mal so eine Hausbesichtigung als Maklerin. Jetzt kommt's nämlich, das ist Frankie. Jenny ist die IT-lerin, die nicht zurück will zur Arbeit. Frankie will aber auch nicht zurück zur Arbeit, muss aber. Jetzt weiß ich, warum ich es verwechselt habe. Und die hat eine Hausbesichtigung und das Haus hat einen Pool und dann finden die Leute, die gerade eine Besichtigung machen, sie mit ihrem Kopf unter Wasser, weil sie versucht hat, so Stille, sie will einfach mal Stille und wollte sich gar nicht ertränken, aber es sah halt total so aus. Das ist total lustig. Und wie konnte es überhaupt so weit kommen, ist die Frage. 4 Freundinnen, 3 ganz enge und eine, die kommt jetzt dazu durch den Krabbelkreis, wie auch man das nennen will. Und die Serie wurde erfunden von Catherine Reitman. Die ist eine Kanadierin, die kennt man auch aus Blackish. Und ihrem Mann Philip Sternberg, ich glaube, er ist Jude, der Name gibt es vor. Und die spielen auch in der Serie ein Ehepaar. Cool. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, witzig, die passen ja gut zusammen. Ist gut gecastetes Ehepaar. Spielt er auch ihren Mann da? Und die hatte nach ihrer Geburt Depressionen. Also so auf Englisch heißt es Postpartum, auf Deutsch heißt es postnatale Depression. Und sie fand das total doof, dass das so ein Tabuthema ist. Also hat sie sich gedacht, es ist ja auch ein bisschen witzig. Wir wissen alle, wir haben eine Depression aufgrund von unseren Hormonen. Ja. Es ist ja alles in Ordnung, aber mein Körper signalisiert mir, alles ist scheiße. Ja. Also sollte man da irgendwie was Witziges draus machen, weil ich bin sicher nicht die Einzige. Also hat sie sich so eine Comedy-Serie ausgedacht, die sie selber produziert, zusammen mit ihrem Mann. Die haben eine Produktionsfirma. Sie spielt die Hauptrolle, ihr Mann ist halt so eine Nebenrolle, weil die Männer generell in der Serie die Nebenrollen sind. Aber das ist unglaublich witzig. Ich bin keine Mutter, ich werde nie eine sein. Ich interessiere mich eigentlich gar nicht so für dieses Schwangerschaftsthema, obwohl so gut wie jede Freundin von mir gerade irgendwie Kinder aufzieht. Ja. Wir müssen den Kontakt abbrechen mit denen. Das ist wirklich Mayday. Aber die Serie ist eigentlich gemacht für dich. Weil die ist die ist so witzig. Man weiß ganz genau, wenn man keine Kinder will, warum. Okay. Hier ist das Beispiel. Hier ein Lehrstück, warum ich keine Kinder will. Und lustigerweise, die Kinder spielen auch eine Nebenrolle. Die sieht man ab und zu mal, aber es geht immer nur um die Mütter, die im Grunde genommen, anstatt dass sie in Bars rumhängen und irgendwie so Cosmopolitans und Manhattans trinken, sitzen die halt in dieser Gruppe, vergleichen gern mal ihre Brüste. Da ist eine Szene, wo alle oben ohne da sitzen und in den Brüsten drücken, ziehen und so. Und sagen, geht eigentlich? Nö, geht auch. Oh, und bei dir, ja, gut. Im Liegen fällt's nicht. Und das ist total entwaffnend. Und die ganze Serie dreht sich halt darum, dass 4 Frauen versuchen, echt den Kopf über Wasser zu halten. Die Männer aber auch, die sind auch alle cool. Aber man hängt halt so mit drin. Plötzlich hast du 2 Kinder oder ein Kind oder 3 und aber noch einen Job nebenher und versuchst an allen Fronten cool zu bleiben. Ja. Alles soll irgendwie so aussehen, als ob alles in Ordnung ist, aber nichts ist in Ordnung. Und deswegen wird oft geschrien, gekotzt, geweint. Man baut mal kurz hier einen Unfall. Es ist geil. Ja, also das ist die absurdesten Dinge passieren halt in dieser Serie. Und ich bin jetzt gerade in der 2. Staffel, weil es gibt mittlerweile 2 Staffeln bei Netflix. Eine 3. ist schon gedreht, die läuft aber noch nicht in Deutschland. Und eine 4. wird halt gedreht. Ja, und ich bin heute sehr verwirrt, denn was ihr nicht wisst, ich habe mir handschriftlich Notizen hier gemacht und teilweise kann ich meine Schrift nicht lesen. Das ist eine Ärztehandschrift. Ja, Dr. Mann, der Arzt, dem die Frauen vertrauen.
Oh, das könnte ich auch, Gynäkologe. Ja. Und, Cool. ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, die gehen auch zum Gynäkologen, die gehen zu Ärzten. Gott, das ist alles so schlimm. Aber es ist so witzig gemacht. Die Serie ist wahnsinnig uneitel. Okay. Die sehen manchmal so scheiße aus. Okay. Aber es ist so witzig dabei. Dann ist die so entwaffnend. Ja. Weil keiner ist in der Serie eigentlich der Böse, keiner ist das Opfer, alle hängen mit drin. Okay. Und ich weiß nicht, die Männer, die haben es ja auch nicht immer leicht, weil die haben eine Frau zu Hause, aber sind auch noch am Arbeiten, versuchen Ehemann, Vater zu sein, wissen nicht mehr, wo ihre Position gerade ist und die Kinder sind manchmal wirklich, also da haben sie auch geile Kinder gecastet, alles so Babys und ich stelle mir immer vor, wie die Mutter, also die eigentliche Mutter des Kindes hinter der Kamera sitzt und versucht, dass ihr Baby in dem Moment nicht anfängt zu weinen und es ist schon sehr geil, weil eine hat eine ältere Tochter, die ist vielleicht so 10 oder so und die bekommt Ärger in der Schule, weil sie Doktorspiele mit den Jungs macht. Und die Mutter geht da rein, stürmt, sagt, das ist eine Unverschämtheit. Wir Frauen sind immer das Opfer. Sie ist eine selbstbewusste junge Dame und sie würde sowas nie etwas tun und nur ihre Sexualität, das wird jetzt schon, verboten von ihnen, dass sie die auslebt. Und dann zufällig fährt die Mutter 2 Tage später am Schulhof vorbei und sieht halt, wie ihre Tochter den Rock hoch hat und jedem ihren Schlüpper zeigt und dann schämt die Mutter sich so dafür, dass die Lehrer recht hatten und so passiert es ganz oft, dass man sich in eine Situation manövriert als moderne Frau, die sich nicht sagen lässt und sie sind im Unrecht und ich habe recht und dann muss man einsehen, nee, unabhängig von meinem Geschlecht, Alter und Status hatte ich jetzt gerade mal Unrecht und habe aber jeden beschimpft. Sorry. Passiert. Ich habe eine Depression. Also die Serie dreht sich halt nicht so stark um Depressionen wie andere, wie zum Beispiel Afterlife. Da haben wir ja viel über die Depression und die Suizidgedanken gesprochen. Die Serie dreht sich einfach drum, was macht man, wenn man mit langem Schlafentzug alles am Laufen halten muss. Aber ich habe wirklich oft sehr laut gelacht. Weil Toll. Die haben so eine übermotivierte Krabbel-Gruppen-Tante, die selber keine Kinder hat. Das ist das Geilste. Die Immer immer so. sagt, ja, lass uns über unsere Analerfahrung sprechen. Und jemand so, wirklich? Ja, das wäre doch eine große Abwechslung jetzt. Oder dieses böse Wort wird hier nicht benutzt. Nein, nein, nein. Und dann so, oh, fickt euch alle. Und eine Mutter ist natürlich perfekt. Die wird von allen gehasst. Ja. Und die verteilt dann Gluten, Nuss, Milchprodukte und zuckerfreie Snacks. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, was da noch drin ist, aber es schmeckt nach nichts. Ja. Und dann werfen die anderen das einfach weg. Und es ist richtig, richtig schön. Und ich habe auch eine Kritik gefunden. Die Kritik ist von Stuttgarter Zeitung. Also die Schwaben, da kann ja nichts falsch dran sein. So. Erstmal haben sie gefragt, wie realistisch das Ganze ist. Und ja, die schreiben, wer die von bösen Dialogen überzogenen Fronten und Kriegsschauplätze zusammenhält, die sich hier für die Mütter auftun wie der abgrundtiefe Schlund einer Monstermama, will beten. Das sei alles nicht realistisch. Wie leicht es ihnen ihre Männer machen, ist dagegen weniger zu glauben. So. Annes Mann, der vom 3. Kind erfährt, obwohl sie sich auf to and through, also 2 und durch, geeinigt haben, bricht darüber in Liebesschwüre aus. Er sei der geborene, geil, englisches Wort, Grower, also der geborene Erzeuger, Züchter, Aufpäppler. Das habe ich hier mir notiert. Grower. Im Englischen gibt's das, im Deutschen gibt's das Wort gar nicht. Man würde sagen Kümmerer, glaube ich. Der geborene Kümmerer, aber wir würden nie sagen Züchter. Züchter. Das wird nicht stehen. Grower. Ja. So, auch Kates Mann, die Hauptdarstellerin, reagiert viel zu gelassen, als er sich von ihrem, Date-Abend erzählen lässt, weil sie sich alleine in einer Bar besoffen hat. Weil sie einfach so Stress und saß alleine in der Bar und hat sich betrunken. Ja. Und es ist alles ein bisschen Klischee, aber warum ist das trotzdem gut? Die Damen haben perfekte Männer, tolle Jobs, große Autos und riesige Egos. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen, aber es stimmt, denen geht's eigentlich gut. Sie repräsentieren nur den städtisch-bourgeoisen Typ Frau. Maulten erste Kritiker, aber die vielschichtigen Probleme arbeitender Mütter, die Catherine Reitman hier nicht einfach nur vor die Kameralinse, sondern unters Brennglas schiebt, sind im Kern überall die gleichen. Bin ich als Mutter genug, als Partnerin im Job? So. Geht die Serie weiter? Zum Glück ja. Und sie war auch für einen Emmy nominiert. Cool. Hat ihn aber leider nicht gewonnen. Ich glaube, als beste Serie. Ich kann die Serie schlecht beschreiben, weil es gibt viele Leute, die sagen, Mütterserie, boring, Vagina, Dammriss, Wunde, Nippel, wollen wir alles nicht hören. Aber die ist so witzig. Das ist ein bisschen so, als hätten die von Sex and the City alle Kinder dann bekommen. Ja. Und die Serie spielt
gefühlt dann 5 Jahre später. Okay. Und es ist einfach, also es ist wirklich Sehr einfach, gut. weil die scheißen sich um nichts. Schön. Die sind so richtig, die meiste Zeit sehen die echt scheiße aus. Und das finde ich toll. Das ist gut. So gut, also die sind, glaube ich, einfach schlechter geschminkt. Also Ja, die sehen wahrscheinlich. nicht so fertig aus, die wurden fertig geschminkt und gehen halt zu ihren Meetings und haben alles ist total wichtig. Und als Mutter, oh nein, nee, natürlich kann ich länger bleiben, überhaupt kein Problem. Ja, ja. Und dann merkst Und du so, hinterm so wie so ratter, Splitscreen, ratter. sie überlegt, was alles schief gehen könnte. Und denen geht's eigentlich gut, aber ich habe wirklich laut gelacht. Toll. In diesen Krabbelgruppen-Szenen, das ist, glaube ich, dass die da ernst bleiben Ich glaube, konnten. so geht es auch zu. Also, wie du sagst, es sind ganz viele jetzt schwanger oder schon am Babys habend. Es ist also so eine Krabbelgruppe, ist ein soziales Gefüge, das muss man nicht haben, jeden Tag. Da gibt es auch wie so eine Schulklasse oder da gibt es die Biomutter, da gibt es die Übermama, da gibt es die Helikoptermama, da gibt es die Hassmama, da gibt es die Mama, die eigentlich arbeiten wollte und gar keine Kinder, aber hier der Mann wollte. Da gibt es ja wirklich alles. Und da kommen die dann alle zusammen und ich glaube, das ist eine Explosion an unterschiedlichsten sozialen Menschen. Mütter und dann halt auch noch Mütter. Ne? Ja. Also Mütter sind ja in der Regel erstmal raus aus dem Menschsein. Die sind dann Mütter. Ich habe, glaube ich, 5 Freundinnen, die kleine Kinder haben oder Babys, Ja. wie auch immer. Und die haben sich, manchmal haben die sich schon verändert, manchmal gar nicht so sehr. Also ich habe mit allen noch Kontakt, weil die sind immer noch tolle Menschen. Aber 2 davon haben wirklich gesagt, oh nee, ich gehe nicht auf den Spielplatz zu diesen anderen Müttern. Ja. Nur weil die auch ein Kind geboren haben, haben die mit mir nichts gemeinsam. Ja. Und eine andere sagt, nee, unser Kind kommt so spät in den Kindergarten wie möglich. Ich möchte so spät wie möglich mit diesen furchtbaren Gluten verängstigten Frauen zu tun haben. Ja. Und dann haben die natürlich manchmal auch Freundinnen, die ich nicht kenne, die dann aber zur gleichen Zeit ungefähr Kinder bekommen haben und dann sagen die so, ja, also manche sind da sehr stolz drauf, dass der kleine Max hat noch nie Zucker gegessen und der ist auch bisher vegetarisch und dann geht's zum Grillen und die Mutter frisst 3 Würste und das Kind sitzt daneben und isst die Gurkenscheiben und eine Freundin von mir meinte, also das ist doch auch Bullshit. Ja. Also du lebst deinem Kind ja auch was vor Ja. und alles, was du isst, kann ja so schädlich fürs Kind auch nicht sein. Ja. Natürlich trinkt das kein Espresso und trinkt eine Berliner Weiße. Aber so Zucker ist ja manchmal, also es passiert ja manchmal, dass der halt einen halben Keks isst. Mein Gott, wir geben dem ja keine Cola. Nee. Es ist ja so, dass man, da meinte sie auch, und sobald dieses Kind laufen kann, läuft zu den Nachbarn und frisst die kompletten Gummibärchen. Weil dieser Entzug von allem sorgt dafür, dass es total mysteriös ist und man muss das ausprobieren. Und die regen sich oft über die anderen Mütter auf. Ich glaube das. Und was sie vor allem nervt, ist, dass sie sich immer rechtfertigen müssen, warum sie das jetzt tun. Genau. Und nicht. Ich glaube, dass du in so einer Krabbelgruppe oder wahrscheinlich auch mit Freunden, wenn du da reinrutscht, jeder erzieht es anders. Natürlich, jeder lebt ja auch seine Beziehung zum Beispiel anders und bla bla. Aber mit Kindern, dann kriegst du es ja so mit. Ne? Auch in der Öffentlichkeit. Also man kann ja nichts tun, ohne dass sich direkt jemand eine Meinung bildet. Auch völlig fremde Leute. Also manchmal muss man schon sagen, dass man ein Kind von Weitem sieht und weiß, das wird mal ein Arschloch. Das sehe ich jetzt schon, das ist in den Genen drin, müssen wir irgendwie alle mitarbeiten. Und manchmal denke ich, ich glaube, das ist jetzt halt einfach ein schlechter Tag. Das Kind ist müde, das Kind hat noch dem Kind fehlt ja die Impulskontrolle im Hirn. Und dann denke ich, klar, wenn du sozusagen ein kleiner Mensch bist, der jeden Tag alle Argumente, alle Diskussionen verliert, und keine Impulskontrolle hast, da läufst du doch amok, das ist ja normal. Und als ich das gehört habe, dachte ich, jetzt verstehe ich das. Wenn dein Gehirn keine Impulskontrolle hat, das musst du ja erstmal lernen. Ja, und dann wirst du ja nur kontrolliert. Ein Kind wird ja nur kontrolliert. Dass das dann manchmal unzufrieden ist, das konnte ich dann nachvollziehen. Aber ich glaube, je entspannter die Eltern sind, es geht ja nicht nur um die Mütter. Hier, das Kind kommt ja nicht alleine aus einer Frau raus. Da ist ja auch noch ein Vater mit beteiligt. Und ich finde, der sollte auch schon einen großen Teil, der Erziehung ausmachen. Halt der gerade arbeitet, ist halt nicht zu Hause und also ich glaube, manche Mütter wären gerne jetzt lieber im Büro und würden die Stille genießen, als bei ihrem Kind. Da gibt es tolle Szenen auch in der Serie, dass sie nicht richtig duschen kann, weil das Kind die ganze Zeit schreit, dass sie irgendwann keine Klamotten mehr hat, wo keine Kotze drauf ist und dass es aussieht, als hätten die so eine Crack-Party, also sei das so ein Crack-Haus. So, obwohl alles ist da außer Crack und alle guckt wirklich auf die Uhr, auf die Digitaluhr und ich habe es erst nicht begriffen, warum die ständig auf die Uhr gucken. Es ist 11:58 Uhr, es ist 11:09 Uhr. Ich dachte, was? Und um 12 Uhr, es macht 12 und du hörst dann gleichzeitig den Korken.
aus der Flasche und ab 12 findet sie es okay zu trinken. Und in dem Moment kommt ihr Mann rein und sagt, Schatz, und sie nimmt das volle Weinglas und wirft es in die Spüle. Und das ist wirklich, das ist eine so geil durchchoreografierte Szene. Das macht schön. Die. Schatz, bam. Trinkst du Wein? Nein. Und die Flasche steht genau vorher. Ja. Ich finde es super. Ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, also man hört ja so viel und man unterhält sich und jetzt gibt es ganz viele tolle Podcasts und man unterhält sich ja immer und es gibt so viele Serien und überhaupt Podcasts und so weiter, wo das ja wirklich voll offen thematisiert ist. Ich glaube, ich würde aber, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, trotzdem schockiert sein davon, wie schlimm es wirklich ist. Aber hallo? Oder? Ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, bis es soweit ist. Also, ich verweise mal auf alle Germany's Next Topmodel-Kandidatin, die sind doch komplett am Rande des Wahnsinns immer, weil die auch Schlaf- und Essensentzug haben. Und jetzt stell dir das nochmal vor, 10 Jahre später, Mitte, Ende 20, weil die sind ja alle 12 gefühlt. Also Mitte, Ende 20 und du hast noch einen aufgerissenen Damm, wunde Nippel und ein Kind zu Hause. Aber das andere auch. Ich glaube, das Schlimmste ist, dass sie einfach müde sind, die Leute. Ja. Also wir sind doch auch, wenn wir mal, stell dir vor, du musst 3 Tage hintereinander hast du vielleicht nur 4 Stunden Schlaf. Du bist doch fertig. Ja. Und die haben das Jahre. Wenn nicht sogar Jahrzehnte. Ich habe kurz überlegt, was ist die Stärke von Jahren? Jahrens. Ja, alle Monate. Ja, die haben, also ich weiß, eine Freundin hat, der schläft, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, der hat nicht durchgeschlafen bis jetzt. 2 Jahre. Das heißt, die schläft 2 Jahre immer so 3 Kann Stunden man auch ein am bisschen Stück. Cognac geben. Ja, oder 4 Stunden. Irgendwann, wirklich, da würde ich sagen, Bier. Ein bisschen in Bayern würde ich sagen, du kriegst jetzt dein Bier und nee, aber dafür hat man da dann Großeltern. Das ist immer toll, wenn die in der Nähe sind, weil dann kann man das outsourcen. Da sind zum Beispiel, ich habe jetzt, ich glaube, da sind gar keine Großeltern richtig, also in der 2. Staffel habe ich keine gesehen jetzt. Siehst du? Die erste vielleicht und ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall ist das eine Serie, die Leute gucken können, die Mütter haben. Ja, oder? Also für jeden, es ist nur mit anderen helfenden Gewerken. Ansonsten wäre ich eine ganz schlechte Mutter. Ich wäre auch eine ganz, ganz schlechte Mutter. Aber ein guter Vater. Ich habe von manchen Frauen jetzt schon gehört, also ich will Kinder, aber ich glaube, ich wäre ein viel besserer Vater als eine Mutter. Ja, ich wäre auch lieber ein Vater. Man muss es ehrlich sagen, für die meisten Männer ändert sich ja jetzt nicht so viel. Die gehen ja morgens aus dem Haus, haben noch ihr soziales Gefüge, kommen nach Hause und da ist ein Kind. Ja. Und für ein bisschen in der Urlaubsplanung ändert sich was, in der Einrichtung und so. Ja. Aber für eine Frau bedeutet das halt einen kompletten Einschnitt für ihr ein zukünftiges Leben, weil sie die Arbeit so nicht weitermachen kann. Sie wird von anderen Kollegen überholt. Es ist wirklich schlimm. Ihr Körper verändert sich und sie ist ja doch hier der primäre Kümmerer. Auf Caregiver. Grower. Ja, sie ist der totale Züchter zu Hause. Ja, aber die kriegt dann am Ende des Tages auch keinen Emmy, sondern den kriegt dann im Zweifel Catherine Reitman. Ja. Würdest du Kinder wollen, aber? Ja. Ja? Wirklich? Ja, aber nicht jetzt als Alleinerziehender. Ja. Mit einem Partner gerne auch einfach dann mit Hilfe. Mit einer Nanny. Mit so. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich weiß, ich würde es nicht aushalten. Ja, ne? Nur dann plötzlich Vater zu sein. Aber was spricht denn für eine Nanny? Oder wenn die Großeltern in der Nähe sind, weiß ich jetzt nicht. Meine Eltern leben ja nicht in der Stadt, aber vielleicht hat dann mein Ehemann, ich bin natürlich verheiratet, ich bin dann kein Flittchen. Dann hat der vielleicht Eltern in der Stadt und dann können die sich drum kümmern oder auch Freunde. Also man braucht ja dann ein gutes Netz. Ja. Dann hast du halt kleine Kinder und dann hast du manchmal mehrere kleine Kinder zu Hause bei irgendeiner Geburtstagsparty und dann kannst du die aber auch mal abgeben. Ja. Also es braucht ja ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. So. Und das finde ich... So ein Stamm. Ein Stamm. Ich würde mein Kind nicht isolieren und so, ich will jetzt allein mit dem sein. Ich würde immer dafür sorgen, dass andere noch da sind. Auch eine Kommunikation mit Erwachsenen. Ich glaube, sonst verdummt man, wenn man sich nur ums Kind kümmern muss. Und es hilft einfach. Ich glaube, das entspannt extrem, wenn man nicht nur Mutter oder nur Vater ist, sondern auch das Kind kommt in dein Leben und darum dreht sich auch alles, aber es ist nicht der zentrale Mittelpunkt, der alles diktiert. Ja. Bisschen mitbestimmt, aber dass alle plötzlich so einen Druck haben, dass ich kann nichts mehr, ich kann nicht mehr. Dann sollte man sich vielleicht ab und zu mal jemanden suchen, der das einfach entzerrt. Total. Das ist ja keine Schande. Oder wenn Leute, das habe ich jetzt auch gehört, haben so eine Nachtschwester oder wie das heißt, Nachtnanny, dass die einfach Nachtnanny. Dass die nachts aufsteht. Dann sind die immer ausgeschlafen. Ja. Klingt erstmal so, man will ein Kind, aber sich nicht drum kümmern. Das darf man wieder nicht zu laut sagen. Dann nicht, aber so im zweiten, dann hat das Kind aber tagsüber total entspannte Eltern. Ja. Daran kann ja auch nichts falsch sein. Und ich habe Freundinnen, die haben Männer, die sind einfach, die stehen morgens dann
als Erste auf, Ja. kümmern sich erstmal um das Kind, Geil. weil die Mutter ja nachts aufgestanden Ja. ist und so. Und die sind so dabei. Und für mich war das total überraschend. Und dann dachte ich, aber Moment, die sollten sich ja auch schon irgendwie zur Hälfte drum kümmern. Ja, eigentlich da sind auch schon. beide freiberuflich. Von Okay. daher kann man sagen, die arbeiten genauso viel. Und keiner hat das Argument, ja, aber ich bin doch immer am Arbeiten. Ja. Das haben ja oft Männer, dass Ja, sie ja, sagen, klar. ich bin jetzt 9 Stunden Ja. arbeiten, komme nach Hause und dann soll ich noch das und das machen. Ja. Das gibt, glaube ich, Spannungen. Ja. Und eine andere Bekannte hat erzählt, irgendwie die Ehe ihrer Schwester drohte zu scheitern. 2 Kinder, Frau völlig überfordert, Mann bei der Arbeit Ja, ja. und hat dann das gesagt. Dann sind die umgezogen aufgrund seiner Arbeit nach Asien und da konnten sie sich dann also eine Sowas Nanny leisten, leisten ja. und das hat Zack. komplett die Ehe gerettet. Und ich fand das spannend. Toll. Ja, das ist glaub einfach ich nur, sofort. ich finde, jede Beziehung, die ein Kind bekommt, soll erstmal selber entscheiden, wie sie das Ja. handeln wollen. Ja. Weil sie sind in erster Linie ein Paar, ist Ja. man ja, und dann erst Eltern. Ja. Und das vergessen die Leute. Selbst wenn die Kinder aus dem Haus sind, ist man noch ein Paar. Total. Und wenn jemand alleine ist, verstehe ich das auch, wie scheiße das ist, Ja. wenn du eine alleinerziehende Ja. Mutter bist. Alleinerziehende Väter sind ja seltener, weil meistens gibt es ja Ja. eine Mutter, die gibt ja das Kind nicht einfach so Ja. her. Oder geht, sondern der Ja. Mann geht ja meistens und das Kind bleibt bei Ja. der Frau. Das ist auch schwierig, weil da bist du alleine. Das sind alles Das ist irgendwie wirklich Hürden, hardcore. aber es gehört ja dazu. Wir können ja nicht aufhören, Kinder zu kriegen. Wir würden, glaube ich, aufgrund der Zahlen nicht aussterben, aber trotzdem. Macht vorher der Klimawandel. Ja, so. Ich sage nein, ich möchte keine Kinder. Das ist auch völlig dein gutes Recht. So, meine Gebärmutter bleibt geschlossen. Ich weiß gar nicht, ob eine Gebärmutter generell offen oder geschlossen ist. Habe ich keine Ahnung von. Die ist halt da. Die ist da. Ist wie so ein Raum, den man nicht benutzt. Ja, Matrix. Ja. Und das ist völlig in Ordnung. Nicht jeder Mensch muss Nee. Mutter oder Vater sein. Nee, ich bin's Völlig nicht. okay. So, toll. Ja, und bis dahin kannst du jetzt 26 Episoden Ich in tu's. 2 Staffeln auf Netflix gucken. Die sind auch nur 20 Minuten, Ja, halbe Stunde super. lang. Das ist genau dein Humor. Das ist super. Weil Weil es ich, ist wirklich extrem lustig, ob man Kinder hat oder nicht. Ich glaube, wenn man Kinder hat, kann man sich wiedererkennen. Beziehungsweise jeder kennt Menschen, die Kinder haben. Ja, Oder man war ja. selber mal ein Kind. Ja. Also man weiß, wie das so ein bisschen ist. Und die 3. Staffel muss auch irgendwann online gestellt werden. Die lief bisher halt in Kanada und in anderen Ländern. Okay. Aber Netflix Kommt in Deutschland hat sich die Ausstrahlungsrechte gesichert. sehr gut. Ich mache das. Ich Workin tu's. Moms, arbeitende Mutter. Vielen Dank für Ihre auditive, ohrliche Aufmerksamkeit. Wir hören uns in einer Woche wieder. Genau. Bis dahin liked ihr uns und liebt uns und verbreitet unsere Worte in die Welt Und recherchiert, ob man eine Gebärmutter öffnen und schließen kann. und schließen kann. Genau. Und liken tut ihr uns vor allem auf Instagram, Marcel Mann, oder Im auch Bus. im Bus. Ich fahre gleich im Bus ins Synchronstudio. Falls Natürlich. mich da jemand sieht, kann man auch mir zurufen, ich like dich. Ich like dich. Ist okay. Oder auf sämtlichen Podcast-Apps, die so existieren. Und dann sind wir euch sehr dankbar. Wenn ihr im Shoutout vorkommen möchtet, müsst ihr uns natürlich auch shoutouten. Per Instagram, per Likes, per Bewertungen, per Kommentare. Und dann tun wir das. Per Bis nächste Mertesacker. Woche. So, bis nächste Woche. Tschüss. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.